Frau Grammozi, wir sind heute in der AMD, Akademie Mode und Design in Berlin, was mich sehr freut. Vielen Dank erstmal für die Gastfreundschaft, dass wir mit dem Mode Europe, der ColourConference, hier sein konnten. Für uns ist es natürlich sehr spannend, in einem solchen Ambiente zu sein. Was sagen Sie zu so einer Veranstaltung? Ist es für Sie auch spannend, mal die Lederleute im Haus zu haben? Ja, die Branche im Haus zu haben, ich würde das ein bisschen weiter fassen, ist grundsätzlich ein sehr, sehr elementarer und wichtiger Teil für uns. Eine Hochschule, die junge Leute ausbildet, die mit der Branche zu tun haben werden, kann nur davon leben, wenn dieses Netzwerken, das Miteinander, der Austausch funktioniert. Ich fand halt auch toll, einfach diese Dynamik hier zu erleben. Man hat wirklich das Gefühl, hier sind viele junge Leute im Haus, sehr viele kreative Leute. Könnten Sie sich auch vorstellen, dass man solche Kooperationen, weil im Grunde ist ja das Schuhthema, glaube ich, noch nicht so tief verankert bei der AMD, könnten Sie sich vorstellen, dass es da weitere Möglichkeiten der Zusammenarbeit gibt? Auf jeden Fall. Wir haben in der Tat das Thema Schuhe, Accessoires, Leder ist immer nur ein geringer Teil im Rahmen des Bachelorstudiums, welches wir anbieten. Da geht immer mehr. Das kann aus meiner Sicht auch immer nur so geschehen, dass man sagt, es sind Zusatzangebote, dass man vielleicht mal auch über Zusatzangebote im Sommer nachdenkt, in den Semesterferien, dass man vielleicht zu Beginn eines Semesters über Projektarbeiten spricht, die vielleicht für beide Seiten relevant sind. Ganz, ganz klar ein Ja, ganz, ganz klar ein Öffnen und ganz, ganz klar auch, man sieht es ja auch draußen, die Verschmelzung von Abteilungen, von Produktmanagement in andere Bereiche hinein. Es wäre fatal, wenn wir sagen würden, nein, die Schuh- und Lederindustrie interessiert uns nicht. Könnten Sie sich auch vorstellen, dass wir diese Meetings in näherer Zukunft auch mal mit Studenten zusammen, dann könnte ich mir auch vorstellen, dass sie auch Impulse geben, auch bei unseren Veranstaltungen. Ist das machbar? Kann ich auch aus Erfahrung anderer Veranstaltungen sagen. Studenten sind da immer sehr, sehr offen. Ich habe es vorhin ja auch eingangs schon erwähnt. Man darf das Potenzial junger Leute und Studenten definitiv nicht unterschätzen. Sie sind nicht nur erst die späteren Arbeitnehmer oder Designer oder Manager, sondern man sollte viel, viel früher in den Austausch gehen, in die Kommunikation. Und ja, also wir sind sehr, sehr offen. Wir sollten sehr schnell drüber nachdenken, ob wir nicht gemeinschaftlich etwas mit Studenten auf die Beine stellen. Ich freue mich auf jeden Fall auf die weitere Zusammenarbeit und ich glaube, alle heute haben hier sehr viel mitnehmen können, weil es einfach eben dieser kreative Anspruch ist und der kreative Geist, dieser Spirit, der das ganze Haus umweht. Wir sind sehr, sehr gern hier gewesen und vielen Dank nochmal, Frau Grammozi, und weiterhin viel Erfolg mit der Institution. Herzlichen Dank. Wir danken Ihnen. Es war toll, Sie im Hause zu haben. Wir freuen uns auf den nächsten Event mit Ihnen und ja, auf bald. Auf bald. Wir auch. Herzlichen Dank. Ich bin heute hier in der AMD Berlin mit dem Team Wuttke und wir haben heute unsere Mode Europe ColourConference das erste Mal unter neuer Regie durchgeführt, nämlich mit der Agentur Next Guru Now. Ich freue mich, dass wir auch ein paar Minuten haben, um über dieses Meeting zu sprechen. Ich frage jetzt einfach mal, ja, wie hat es Ihnen gefallen? Durchweg positiv, würde ich sagen. Es war eine sehr kreative Atmosphäre, alle waren sehr aufgeschlossen und auch der Color-Workshop im Anschluss an die Konferenz war super. Wir haben 3 Gruppen gebildet und jeder war involviert. Ich fand das einen guten Start. Ich hatte auch das Gefühl, es war ein sehr strukturiertes Arbeiten und ich frage jetzt einfach mal, wie ist dieser Mix? Wir haben ja jetzt Schuhe und Taschen dabei, wir haben die Vorstufe dabei. Von der Abstimmung her, wie sehen Sie das? Ganz hervorragend. Also die Kombination von allen Beteiligten aus den Bereichen Lederwaren, Schuhen, auch Reisegepäck, nicht zu vergessen. Das ist alles in der Farbkarte drin und wir haben wirklich ja tolle Besucher hier gehabt, von international. Wir haben jetzt noch einen tollen Guest-Speaker. Aus Barcelona sind Gäste da. Wir haben das jetzt ja auch hier in der Akademie Mode Design gemacht, dieses Meeting. Ich habe von vielen gehört, dass Sie das auch sehr inspirierend finden, die Location. Wie sind Sie auf die Idee gekommen, die AMD auszuwählen? Und es geht ja darum, auch junge, frische Talente mit der Industrie zusammenzubringen. Das ist ja das Hauptanliegen, dass wir Young Talent, Corporations mit Firmen anstreben und so weiter, einfach ein Netzwerk aufzubauen, weil die Industrie muss sich verjüngen. Wir alle müssen immer wieder gucken, wie ist der Zeitgeist und was ist da besser, als mit den frischen Talenten, die brennen, zu arbeiten und die mit zu involvieren. Mode Europe Meeting heute in Berlin unter neuer Führung, unter neuer Regie. Was ist Ihr Eindruck, Herr Jost? Wie hat es Ihnen bisher gefallen? Mir hat es gut gefallen. Wir haben wirklich schöne neue Impulse. Ich fand es sehr, sehr schön vorbereitet von Uta und Martin. Die Farbthemen sind gut aufgearbeitet gewesen. Die
Farbthemen wurden sehr, sehr schön umgesetzt von den Gerbern, die zugeholfen haben. Überwiegend natürlich aus Indien, was die Muster, die Herr Sadiq mitgebracht hat. Ich denke, wir kamen gut zurecht. Wir konnten gut wirklich aus dem großen Fundus auswählen, den er mitgebracht hat. Fast 500 Muster. Bemerkenswert. Gibt es denn ein bestimmtes Thema, wo Sie sagen, hey, das wird aus meiner Sicht ganz, ganz wichtig? Also mir persönlich gefällt dieses Enchantment-Thema, das doch etwas schwere, etwas dunklere Thema, was ich wirklich auch glaube, gerade bei Taschen zum Winter hin ist es immer verlässlicher. Und die vielen, vielen hellen Farben, man kann ja fast sagen, der Winter ist immer dunkel, dunkel, dunkel. Brauchen wir nicht Helligkeit? Doch, ganz bestimmt. Und wenn es auch wirklich nur als Besatz ist, in Kleinigkeiten, im Schuh kann man es noch besser einsetzen, glaube ich. Da kann es über Schnürsenkel, über Besätze, die man einsetzt. Bei den Taschen, wir haben auch helle Taschen, wir machen auch helle Taschen inzwischen. So. Okay, ich danke Ihnen für das Interview und ich bin sehr gespannt auf die neuen Kollektionen, die wir dann von Just sehen werden. Danke. Danke. Herr Schlepper, wir haben heute über die Farben Herbst-Winter 2019-2020 gesprochen. Früher Zeitpunkt. Was ist aus Ihrer Sicht relevant für die nächste Saison? Auf jeden Fall Naturtöne, Erdtöne, auch viele Blautöne habe ich gesehen, Brauntöne und auch ein Kupferfarbton darf nicht fehlen. Das heißt, Metallics sind auf jeden Fall wieder dabei. Und was die Materialien generell betrifft, gibt es da Veränderungen? Werden wir mehr Glanz sehen, mehr matt? Ich glaube, wir werden alles sehen. Wir werden Glanz, matt, wir werden aber auch Fantasieoberflächen sehen. Was sagen Sie zu Hightech-Materialien? Hightech-Materialien in Kombination mit Leder finde ich grundsätzlich gut. Die geben dem Ganzen nochmal so ein bisschen Glamour. Zumal es wahrscheinlich auch bei einem Komfortschuhfabrikat, Sie sind jetzt von Xensible, wie sehen Sie da die Veränderungen? Muss man da auch mit mehr Mode rangehen oder ja, vielleicht sagen Sie es mal aus Ihrer Sicht. Grundsätzlich dürfen wir davon ausgehen, dass die Komfort oder der Komfortkunde den Komfort sucht, aber schick und Mode am Fuß haben möchte. Deswegen denke ich, dass genau diese Kombination, was wir eben gesagt haben, Glanzmaterialien in Kombination mit Leder auch für Komfortschuhfabrikate definitiv ein Muss sein werden in der Zukunft. Herr Picard, Sie sind zum ersten Mal bei dieser Mode Europe ColourConference dabei. Was ist Ihr Eindruck? Es überrascht mich nicht, dass es sehr, sehr gut ist. Was die Eindrücke angeht, was die Ideen angeht, was die Informationen angeht. Ich bin ein Fan von den Wuttkes, weil sie sehr strukturiert und trotzdem sehr informiert informieren. Nicht nur über Themen, was jetzt Leder angeht, sondern letztlich über alle Themen. Themen in der Möbelbranche, Themen, was die Musik angeht, Themen, was die Menschen begeistert, fasziniert und bewegt. Es ist ja auch so, dass wir heute spannende Vorträge hören, die so ein bisschen über den Tellerrand hinausgehen. Nehmen Sie von solchen Vorträgen auch viel mit für Ihre Arbeit? Ja, es sind ja immer eine Inspiration und es tut ja nicht weh, auch Dinge zu erfahren, die man bisher noch nicht wusste und die einen weiterbringen. Und die Location selbst, was halten Sie von der AMD? Ja, ist eine coole Location und genau passend zu dem, was wir hier tun. Genau, Forever Young. Herzlichen Dank, Herr Picard. Bitte schön, gern geschehen. Mr. Sadiq, it's always a pleasure to meet you in Germany and not only in India or in Milan, and it's great that you have come to Berlin now. What do you think about this new Mode Europe Color Conference? Firstly, thank you for your warmth and the excellent hospitality. It's always a pleasure to be participating in the Color Club meetings of the Mode Europe twice a year, and the new format is interesting. And yes, we have a beautiful color card, a color selection that happened in the morning today. So we look forward to another edition of a very saleable and commercial color card. Thank you, Mr. Sadiq. And I know that India has brought almost 500 leather samples. And I think it's difficult to make a selection of so many samples. So just let me know, what are your favorites for next winter, let's say winter 1920? With respect to the 500 odd colors from India,
Mod Europe is biblical, if I'm not generalizing it in India, because it's followed so religiously. And we see that for fall winter 19 and 20, the entire palette is changing. The winter colors are becoming brighter, and colors are coming into play, particularly in Europe and in Germany, where black has always been dominating. So we look forward to making some colorful shoes and bags as well. Yeah, colorful winters. Frau Gaiss, Sie sind schon viele Male bei den Mode Europe Meetings gewesen. Heute die Mode Europe ColourConference das erste Mal unter neuer Regie. Wie hat es Ihnen gefallen? Mir hat es sehr gut gefallen, weil ich auch Martin Wuttke sehr schätze und vor allem auch sehr inspirierend finde. Und natürlich die Location hier bietet natürlich die beste Möglichkeit dafür, uns neu zu inspirieren und auch mal ein bisschen über den Tellerrand hinaus zu blicken. Jetzt sind Sie ja für ein Kinderschuhfabrikat tätig. Wenn Sie jetzt gerade eben so bei der Lederauswahl dabei waren, sehen Sie dann auch Ihre Themen genügend berücksichtigt? Wie kann man sich selbst einbringen? Absolut finde ich, dass sehr viele Farben dabei sind, die wir sehr gut als Kinderschuhhersteller für uns aufnehmen können. Allerdings sind wir ein bisschen immer zurückhaltend, wenn es im Thema Braun und Beige sind. Wobei ich auch finde, dass man ein Beige oder ein, sagen wir mal, einen Karamellton sehr gut auch mit etwas peppigeren Farben, eventuell auch mit irgendwelchen Neonakzenten einsetzen könnte. Aber wir haben ja von Blau bis Fuchs ja alles dabei und da findet sich sehr gut was für uns. Ich bin sehr gespannt überhaupt, was der nächste oder der übernächste Winter bringen wird. Das ist ja echt noch ein sehr früher Zeitpunkt. Gibt es irgendwelche Favoriten bei Ihnen, was die Materialien betrifft? Ich glaube, der Materialmix macht es aus. Und ich finde auch am Schuh sehr spannend, wenn wir einen kompletten Lederschuh haben, da auch in den Mix gehen. Dass wir sagen, wir kombinieren von einem Glattleder hin zum Nubuck und dann setzen wir noch ein Velour mit ein oder einen Lack sogar. Und ich glaube, der Unterschied macht es dann besonders. Bleiben Sneaker wichtig? Absolut. Bei Kindern sowieso ist noch ein anderes Thema. Ich glaube nicht, dass diese Ugly Sneaker-Thematik für Kids so bedeutend ist, aber Sneaker ist definitiv weiterhin ein Thema. Okay, herzlichen Dank, Frau Gaiss. Ich danke. Frau Brunk, ich glaube, Sie sind zum ersten Mal beim Mode Europe Meeting. Wie gefällt es Ihnen? Also super spannend. Ich muss sagen, Berlin ist immer eine Reise wert, ist sehr inspirierend und ich finde es sehr gut, sich so früh schon über Tendenzen auszutauschen im Kollegenkreis, ist mir immer sehr wichtig und ich muss sagen, was wir bis jetzt schon hier gehört haben, ist sehr inspirierend. Also freue ich mich schon, das zu sehen. Wir sprechen ja heute über die Trends, über die Farben für Herbst-Winter 2019-20. Ist ja wirklich ein Blick in die sehr weite Zukunft. Darf ich Sie trotzdem fragen, was so Ihre Favoriten sind, in welche Richtung Sie die Mode beurteilen? Ich muss sagen, was mir sehr gut gefallen hat, war das erste Thema. Wir sind ja eher so ein bisschen traditioneller. Das Thema Enlightenment hat mich sehr angesprochen von den Farbkombinationen. Ich sag mal, mit den eher etwas lauteren Farben tun wir uns schwer. Aber mit Sicherheit als Akzente, das ist sowas, was ich jetzt schon mitgenommen habe, dass es nicht immer zu laut sein muss, sondern dass man einfach auch was sehr Natürliches einfach mit so einem kleinen Akzent aufpeppen kann und freue ich mich schon damit zu arbeiten. Auch dieses Kupfer mit den Grüntönen und so weiter hat mir super gut gefallen. Vielen Dank, Frau Brunk. Ich glaube, wir gehen jetzt gleich an die Leder. Ich bin sehr gespannt, wenn wir die Materialien dann in echt sehen. Noch eine Frage. Metallics, geht's weiter? Immer noch? Wie viele Jahre haben wir Metallics schon? Ja, gefühlt schon immer und ich bin wirklich mal gespannt, weil man traut sich schon gar nicht mehr für die nächste Saison aufzunehmen. Ja, auch in unserem etwas klassischen Bereich haben wir gemerkt, dass doch Metallics immer ein super Thema sind, aber ich frage mich wirklich, ob wir es schaffen bis in die Saison 19/20. Bin ich gespannt. Ich auch. Vielen Dank, Frau Brunk, und noch ein schönes Meeting. Danke sehr.